Wer einen Garten hat, der sollte natürlich auch etwas für die Insekten tun. Und da sind die Wildbienen ganz besonders bedroht. 75% der Wildbienen, die brüten aber gar nicht in diesen Insektenhotels, die wir haben, sondern die brüten im Boden. Nämlich in solch einem Sandarium, das ich hier in Neuss gefunden habe. Das ist ziemlich groß, geht auch kleiner und alles, was ihr dazu wissen müsst, das zeige ich euch jetzt. Wichtig ist, du solltest ein sonniges Plätzchen auswählen. 2-3 Quadratmeter, die sind schon ausreichend. Dann wird 50 Zentimeter tief der Boden ausgeschachtet. Wichtig ist, dass unten das Wasser auch gut ablaufen kann. Also, wenn es eher ein schwerer Boden ist, dann noch ein bisschen Drainage mit einfügen. Und dann kommt der Sand. Und nicht irgendein Sand, sondern du musst entweder ungesiebten Sand nehmen oder ein Sand-Lehm-Gemisch, damit die Röhren, die die Insekten ja bohren oder die Bienen, nicht wieder zusammenfallen beim ersten Regen. Und um den Lebensraum für viele Insekten interessant zu machen, würde ich noch ergänzen, ein bisschen Totholz, ein paar Steine, ein paar Steinschüttungen oder aber zum Beispiel so ein paar Dachpfannen. Dann finden besonders viele Insekten hier auch ein Zuhause. Pflanzen sollten nicht unbedingt mit rein, weil es ist wichtig, dass man offene Sandflächen hat. Aber Pflanzen spielen natürlich schon eine Rolle, weil die Brut, die will natürlich auch gefüttert werden. Auch unter den Bienen gibt es wahre Leckermäuler. Die sind häufig nämlich sehr spezialisiert. Deswegen ist besonders wichtig, eine große Anzahl verschiedener Pflanzen zu setzen. Welche Pflanzen kommen nun in Frage? Zum Beispiel hier der Steppensalbei, da brummt es jetzt schon richtig. Die Lichtnelken, die Kardendistel, die Königskerze, aber zum Beispiel auch der Hauhechel oder ganz früh blühend die Kuhschelle. Wer bei der Pflanzenauswahl so ein bisschen unsicher ist, der NABU hat ein wunderschönes Sortiment an heimischen Pflanzen für verschiedene Regionen. Gibt es bei mir auch im Gartencenter zu kaufen. Na und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie musst du deine Pflanzen rund um das Sandarium arrangieren? Nicht klassisch wie im Staudenbeet, also dicht an dicht, sondern eher in Gruppen und dann ein bisschen lockerer, sogenannte Initialpflanzungen. Dazwischen, da können sich dann die heimischen Wildpflanzen zusätzlich ansiedeln. Und dann kann man mal rausgucken, was draus wird. Eins hätte ich aber fast noch vergessen. Die Bienen brauchen natürlich nicht nur Futter und einen Lebensraum, die brauchen auch was zu trinken. Deswegen ist so eine kleine Wasserfläche hier sehr, sehr wertvoll. Nicht nur für die Bienen, auch für die Vögel. Wichtig ist, dass keine Tiere reinfallen können und nicht rauskommen. Deshalb so ein bisschen eine flache Zone mit Ausstieg schaffen. Ich als Gärtner liebe natürlich Staudenbeete. Und wenn wir dann auch noch was Gutes für die bedrohten Wildbienen machen, dann ist es natürlich umso wertvoller. Übrigens, man braucht eigentlich keine Angst vor den Stichen der Wildbienen zu haben. Erstens ist der Stachel häufig so weich, dass er gar nicht durch die Haut dringt. Zweitens hat er keine Widerhaken. Und drittens mal, die Bienen haben gar keine Lust, euch zu stechen. Ein bisschen vorsichtiger sein muss man bei Hummeln. Die können aggressiv werden, wenn man an ihrem Nest ist. Deswegen solltet ihr euch vom Nest fernhalten. Wenn euch meine Tipps zum Thema insektenfreundliches Gärtnern und vor allen Dingen Sandarium gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, ihr wisst es schon, abonniert gleich meinen Kanal. Ich zoome jetzt mal weg.